Ja, herzlich willkommen. Mein Name ist Silke Stähler-Schöpf. Ich bin die Leiterin von dem Schülerlabor Photon Lab am Max-Planck-Institut für Quantenoptik. Hier am Institut wird die Wechselwirkung von Licht und Materie untersucht. Und das Licht, das wir besonders gut kontrollieren können, ist Laserlicht. Deshalb findet sich in jedem Labor hier am Institut ein Laser in der einen oder anderen Form und natürlich auch im Schülerlabor. Hier konzentrieren wir uns auch auf Laser und Licht. Fangen wir an mit den Grundlagen der Laserphysik und Quantenoptik, weil Laser sind nicht nur im Labor, sondern auch in unserem täglichen Leben ein ganz wichtiges Werkzeug. Hier sehen wir den ersten Laser, und zwar wurde der vor 60 Jahren erbaut. Am 16. Mai 1960 hat Theodore Maiman den allerersten Laser in Betrieb genommen. Und hier sehen wir auch die grundlegenden Bausteine von einem Laser. Wir brauchen nämlich 3 Komponenten. Das erste, was wir brauchen, das ist das Lasermedium. Das Lasermedium dient dazu, Licht zu verstärken, zu kopieren, zu vervielfältigen mit seinen Eigenschaften. Und hier sieht das Lasermedium so rosa aus, das ist ein Rubinstab. Ja, und es ist ja klar, wir können nicht aus wenig Licht viel Licht machen, ohne Energie reinzustecken. Das nennt man beim Laser Pumpen. Ich brauche eine Pumpe. Und hier ist die Pumpe so eine gewändelte Blitzlampe, die ich dann über das Lasermedium führe, es beblitze, ihm Energie zuführe und dann kann das Licht verstärkt werden. Ja, und das dritte, was ich brauche, das sind 2 Spiegel. Weil das Lasermedium selber, das ist so ein kleiner Stab. Und wenn das Licht nur auf diesem kurzen Stück verstärkt wird, das ist natürlich jetzt nicht so viel. Deshalb packe ich das Lasermedium zwischen 2 Spiegel, dann wird das Licht vor und zurück reflektiert, wird immer weiter verstärkt, bis sich ein Gleichgewichtszustand einstellt und ich habe dann letztendlich konzentriertes, gebündeltes Licht. Ja, jetzt schauen wir uns den Maiman-Laser noch mal etwas genauer an. Hier sehen wir Professor Kraus, das ist einer der Direktoren hier am Institut und der Gründer, Vater sozusagen der Attosekundenphysik, wie er im Schülerlabor den ersten Laser zusammenbaut. Er bringt gerade den Kristall auf einer Halterung auf, und zwar deshalb, weil der Laser dann bei einer Veranstaltung im Deutschen Museum in Betrieb genommen wurde. Und wir sehen jetzt gleich, dass der Laser auch gepulst ist, einfach deshalb, weil die Pumpe gepulst ist. 4, 3, 2, 1, 0. Ja, jetzt eben haben wir gelernt, wie ein Laser aufgebaut ist, wie er funktioniert. Aber was macht man eigentlich damit? Am Anfang, direkt nach Erfindung des Lasers, hat man gesagt, ja, it's a solution without a problem. Man wusste also wirklich nicht, was man damit machen soll. Aber das hat sich sehr schnell geändert. Wenn ihr mal ein bisschen nachdenkt, dann werden euch bestimmt viele Anwendungen einfallen. Offensichtliche wie Lasershows oder sowas, Laserpointer und nicht so offensichtliche wie zum Beispiel das Internet. Das Internet ist nur deshalb so schnell, weil wir Laser haben und Glasfaserkabel. Weil durch ein Glasfaserkabel, das dünner ist als ein Haar, kann ich im Prinzip das komplette Internet Deutschlands durchschicken. Ja, es gibt natürlich noch viele Anwendungen in der Medizinphysik. Eins zum Beispiel des Augenlasern. Das hat übrigens Theodore Maiman schon Anfang der 60er Jahre hier in München machen lassen. Man kann aber mit Lasern auch Tattoos entfernen oder man kann den Laser als Laserskalpell verwenden. Man kann also mit dem Laser schneiden und natürlich nicht nur im medizinischen Bereich, sondern auch bei der Materialbearbeitung. Da kann ich sogar Metalle durchschneiden, die Zentimeter dick sind und das mit Licht. Das ist schon ziemlich cool. Ja, aber das zeigt euch, Laser können auch gefährlich sein. Das, was am gefährdetsten ist, ist das Auge. Wenn ich also mit einem Laser hier direkt in mein Auge hineinleuchte, dann kann ich sogar blind werden. Man muss also auf die Lasersicherheit achten. Und wenn wir jetzt gleich ins Labor gehen werden, um eine Materialbearbeitung der anderen Art zu beobachten, dann trage ich eine Laserschutzbrille. Bei anderen Aufnahmen nachher nicht, aber das liegt daran, dass dann die Laser tatsächlich fürs Auge ungefährlich sind. Jetzt wollen wir uns mal hier anschauen, Materialbearbeitung mit Lasern. Wir haben jetzt hier im Labor einen billigen China-Laserpointer, sage ich jetzt mal. Der hat eine Leistung von 85 Milliwatt. Dieses Licht wird fokussiert durch eine Linse
Und ich halte jetzt in diesem Fokus mal meinen grünen Luftballon und gucke, was passiert. Ihr seht, außer dass es schön grün ist, passiert nichts. Zum Vergleich der rote Ballon. Und wir sehen, jetzt hat es geklappt. Ja, warum hat es jetzt geklappt? Ganz einfach. Der grüne Luftballon ist grün, weil er grünes Licht reflektiert. Und der rote Luftballon ist rot, weil er rotes Licht reflektiert. Aber er absorbiert grünes Licht. Deshalb hat sozusagen der rote Luftballon das Laserlicht verschluckt, die Energie, es wurde heiß und ich konnte ein Loch reinbrennen in meinen Ballon und ihn dadurch zum Platzen bringen. Und genau das passiert auch bei der Materialbearbeitung. Das Laserlicht, die Energie wird absorbiert, das Material wird erhitzt, verdampft und so kann ich zum Beispiel mit dem Laser schneiden. Im Schülerlabor haben wir gerade mit Licht Luftballons zerstört. Aber die Frage ist, was ist Licht eigentlich? Und um diese zu beantworten, machen wir Experimente. Zum Beispiel das ganz zentrale, berühmte Doppelspaltexperiment. Ja, wie sieht es aus? Wir haben hier einen kleinen Doppelspalt, also 2 kleine Schlitze. Auf diese beiden kleinen Schlitze trifft Licht. Und jetzt haben wir hinter dem Doppelspalt einen Bildschirm und beobachten, was wir dort sehen. Und wir sehen hier ein Hell-Dunkel-Muster. Der normale Mensch wird denken, ja klar, 2 Schlitze, hinten 2 helle Streifen, aber so ist es nicht. Wir sehen dieses Hell-Dunkel-Muster, das sogenannte Interferenzbild. Ja, und dieses Interferenzbild kann ich sehr gut erklären, wenn ich annehme, Licht ist eine Welle. Weil so wie sich Wasserwellen verstärken und auslöschen können, so können das auch die Lichtwellen. Also Ergebnis hier: Licht ist eine Welle. Jetzt machen wir aber einen anderen Versuch. Wir entfernen diesen kleinen Doppelspalt. Wir nehmen einen ganz empfindlichen Detektor, einen sogenannten Einzelphotonendetektor, verbinden den noch mit einem Oszilloskop, also mit einem Messgerät, wo wir dann die Ausschläge messen. Also hoher Ausschlag bedeutet viel Licht und geringerer Ausschlag bedeutet weniger Licht. Licht an, Licht aus. In einem nächsten Schritt schwächen wir das Licht jetzt ab und zwar immer mehr, bis wir nur noch einzelne Zählimpulse auf unserem Oszilloskop sehen, die wir einzelnen Lichtteilchen zuordnen. Das Ergebnis von diesem Experiment ist also: Licht besteht aus Teilchen und diese Teilchen hat man Photonen genannt. Es ist wirklich schräg. Ich schicke jetzt ein Teilchen nach dem anderen hier durch meinen Doppelspalt durch, also wirklich ein Teilchen nach dem anderen, und sehe hinten auf meinem Bildschirm sehe ich das Interferenzbild. Das beweist also, dass es gleichzeitig ein Teilchen ist und eine Welle. Das ist der sogenannte Welle-Teilchen-Dualismus. Und ganz verrückt ist es, finde ich, wenn ich jetzt da Teilchen durchschicke, die aus mehreren hundert Atomen bestehen, also große Moleküle, wie zum Beispiel Fullerene. Auch diese zeigen dieses Interferenzbild. Man kann direkt Welle- und Teilcheneigenschaft zugleich beobachten. Ja, jetzt sind wir im Photon-Lab. Wir haben uns eben den Doppelspalt angeschaut, aber jetzt wollen wir uns mal ansehen, ob vielleicht auch irgendwas Besonderes beim Einzelspalt passiert. Hier habe ich einen. Hier diesen Spalt kann ich aufdrehen und wieder zudrehen. Und den möchte ich jetzt mal hier in meinen Laserstrahl reinhalten. Ich stelle ihn hier hin und gucke mir hier hinten an auf dem Bildschirm, was ich sehe. Und ich sehe jetzt einen sehr breiten Streifen. Der Streifen wird aber schmaler, wenn ich meinen Spalt aufdrehe. Dann erscheint hier so ein Perlenmuster. Das ist das Beugungsbild am Einfachspalt. Das heißt, es gibt eine direkte Korrelation zwischen der Spaltbreite, natürlich ja, der Laserwellenlänge, diesem Abstand und diesem Abstand. Das ist eine Formel. Und wenn ich jetzt zum Beispiel nicht eine Spaltbreite berechnen möchte, sondern eine Haardicke, kann ich hier einfach ein Haar reinstellen, das bestrahlen. Ich sehe hier hinten wieder meine Interferenzmaxima. Und wenn ich diese ausmesse,
erhalte ich hier einen Messwert von etwas weniger als 1 Zentimeter. Und wenn ich das in meine Formel einsetze, dann erhalte ich, dass meine Haardicke 78 Mikrometer ist. Ja, jetzt wundert ihr euch vielleicht, ja, wieso kann ich das machen? Ich habe eigentlich ja euch das gezeigt mit dem Spalt und jetzt, also ein Loch sozusagen, ein Schlitz. Und jetzt halte ich etwas Festes, ein Haar davor. Aber das ist das sogenannte Babine'sche Theorem. Das besagt, dass mein Interferenzbild im Fernfeld gleich aussieht, egal ob ich ein Hindernis habe oder ein Loch. Licht ist eine elektromagnetische Welle. Doch was ist eigentlich eine elektromagnetische Welle? Die sind schon lange gut bekannt, theoretisch beschrieben von James Maxwell mit seinen ganz berühmten Maxwell'schen Gleichungen und 20 Jahre später von Heinrich Hertz experimentell nachgewiesen. Ja, was für ein Modell, was für eine Vorstellung haben wir davon, von so einer elektromagnetischen Welle? Wir haben ein extrem schnell variierendes elektrisches Feld, gekoppelt mit einem extrem schnell variierenden magnetischen Feld. Die sind untrennbar miteinander verbunden und stehen senkrecht aufeinander. Ja, und von so einer elektromagnetischen Welle möchte man natürlich gerne die Eigenschaften kennenlernen. Eine Eigenschaft ist zum Beispiel die Wellenlänge. Die Wellenlänge ist einfach der Abstand zwischen zwei Minima oder natürlich zwischen den entsprechenden Nulldurchgängen oder auch den Maxima. Eine weitere Eigenschaft ist die Polarisation. Weil wenn jetzt der elektrische Anteil der Welle in einer Ebene schwingt, senkrecht dazu natürlich immer der magnetische Anteil, auch in einer Ebene, dann nennt man diese elektromagnetische Welle linear polarisiert. So, jetzt habe ich noch ein schönes Experiment für euch. Ihr seht hier das Rohr. Ihr seht, hier ist eine schwarze Scheibe. Jetzt möchte ich einmal hier ein Auto in dieses Rohr einbringen. Was meint ihr, was passiert? Ihr seht, es fährt ungehindert durch diese Scheibe hindurch und das ist ja schon ziemlich verwunderlich. Ja, warum ist das so? Ja, weil hier gar keine Scheibe drin ist. Das ist ein rein optisches Phänomen. Es scheint hier nur so schwarz und zwar deshalb, weil ich hier Polarisationsfilter reingesteckt habe. Ein Polarisationsfilter ist nichts anderes als so ein Gitter. Und wenn ich jetzt eine elektromagnetische Welle habe und die ist linear polarisiert, schwingt sie in einer Ebene. Und Achtung, hier ist der magnetische Anteil aufgezeichnet. Und dieser kann dann durch diesen Polarisationsfilter hindurchtreten, während hingegen, wenn es senkrecht dazu polarisiert ist, wird das Licht absorbiert und es kann nicht hindurchtreten. Und das ist das, was ich hier habe. Ich habe einfach zwei Filter, oben und unten reingesteckt, die senkrecht aufeinander sind. Die sind jetzt also dunkel. Wenn ich die jetzt gegeneinander verdrehe, wird es hell, weil jetzt stehen sie parallel zueinander. Jetzt sind die Filter parallel und das Licht kann transmittieren. Wenn ich jetzt also durch mein Rohr hindurch sehe, schaue ich erst durch die obere Hälfte durch, dann durch die untere und genau da in dem Bereich erscheint das Ganze schwarz. Jetzt wollen wir uns noch mal ein bisschen tiefer mit der Wellenlänge beschäftigen. Und zwar damit, wie man die eigentlich messen kann. Dazu gibt es ein total cooles Messgerät, nämlich das sogenannte Interferometer. Ein Interferometer ist ganz empfindlich. Es ist so empfindlich, dass die Wissenschaftler damit geschafft haben, Gravitationswellen nachzuweisen. Also die Schwingungen sozusagen des Universums, des Weltraums. So empfindlich ist dieses Messgerät. Aber jetzt schauen wir uns mal an, wie es eigentlich funktioniert. Wir haben jetzt also von links einen einfallenden Laserstrahl, der trifft auf einen Strahlteiler. Ein Strahlteiler ist eine Glasplatte, die 50% des Lichtes reflektiert und 50% des Lichtes transmittiert. Beide Teilstrahlen fallen jeweils auf einen Spiegel. Der Spiegel reflektiert das Licht zurück. Es fällt wieder auf den Strahlteiler und jetzt passiert das Gleiche. Wieder ein Teil geht durch, ein Teil wird reflektiert, aber im Endeffekt so, dass ich auf einem Bildschirm zwei Teilstrahlen habe, die sich überlagern können, die interferieren. Hier nochmal demonstriert. Ich habe vom einen Spiegel den einen Teilstrahl, vom anderen Spiegel den anderen Teilstrahl.
Und wenn wir jetzt hier genau hingucken, dann sehen wir, wenn wir die Wellen wirklich ganz genau anschauen, dass wir Minimum auf Maximum haben. Wenn ich diese beiden Wellen einfach addiere, erhalte ich 0. 0 bedeutet, es ist dunkel. Und das sehen wir hier auch auf unserem Bildschirm. In der Mitte des Zentrums ist dunkel. An diesem Ort habe ich jetzt das Phänomen, Licht und Licht ergibt Dunkelheit. Das denkt man sich sonst eigentlich ja auch nicht. Ja, jetzt verschieben wir aber den einen Spiegel. Das bedeutet, wir verschieben die Wellen gegeneinander. Und jetzt haben wir die Situation Maximum auf Maximum. Das heißt, jetzt habe ich hier eine Verstärkung, eine konstruktive Interferenz. Und jetzt habe ich hier im Zentrum auf meinem Bildschirm ist es hell. Hier habe ich jetzt Licht und Licht ergibt mehr Licht. Ja, und wie nütze ich das jetzt, um die Wellenlänge zu bestimmen? Ganz einfach. Ich verschiebe jetzt meinen einen Spiegel und verschiebe dadurch die Teilwellen gegeneinander. Und eine Verschiebung von der Teilwelle um genau eine Wellenlänge entspricht einer Änderung auf meinem Bildschirm von hell zu hell oder von dunkel zu dunkel. Und wenn ich jetzt zähle, wie oft es hell, 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 hell wird und weiß, um wie viel ich den Spiegel verschoben habe, dann kann ich das in Beziehung zueinander setzen und kriege die Wellenlänge raus. Ja, und wenn man das macht, dann kriegt man raus, dass die Wellenlänge von grünem Licht 530 Nanometer ist. Nano, das ist ein Milliardstel Meter, also wirklich sehr, sehr klein. Ja, und hier sehen wir auch nochmal, dass das Sichtbare wirklich nur ein kleiner Bereich des elektromagnetischen Spektrums ist. Wir müssen auch die Skalierung, also die Beschriftung beachten. Wir sehen, es ist eine logarithmische Skala. Das bedeutet, wenn ich von einem Strich zum nächsten gehe nach rechts, habe ich immer einen Faktor mal 10. Und wenn ich einen Schritt nach links gehe, entsprechend einen Faktor geteilt durch 10. Also das Sichtbare ist wirklich nur ein ganz kleiner Bereich. Insgesamt zum elektromagnetischen Spektrum gehören auch Röntgenstrahlung, also hier X-Rays, oder auch Mikrowellen, da ist die Handystrahlung drin, oder auch Radiowellen. Und das geht wirklich von ganz klein bis ganz groß. So, wir sind jetzt hier im Schülerlabor Photon Lab und schauen uns das Interferometer in echt an. Wir haben hier den Laserstrahl, der wird aufgeweitet und trifft dann auf einen Strahlteiler. Danach erhalte ich 2 Teilstrahlen, die jeweils zu einem Spiegel laufen. Die Spiegel reflektieren das zurück und das Licht vereinigt sich dann hier hinten auf dem Bildschirm. Das heißt, es kann interferieren. In den Bereichen, wo es hier hinten hell ist, habe ich konstruktive Interferenz, also Verstärkung. In den Bereichen, wo es dunkel ist, habe ich destruktive Interferenz, also Auslöschung. Und wenn ich weiß, um wie viel ich den Spiegel verschoben habe und habe gezählt, kann ich auch die Wellenlänge von meinem Laserlicht berechnen. Also wir haben jetzt schon viel über elektromagnetische Wellen gelernt, aber wo kommen die eigentlich her? Wie erzeuge ich die? Ein Beispiel sind diese Handymasten, die kennt ihr ja alle. Aber was passiert in so einem Handymasten? Letztendlich, diese Antenne besteht aus einem Metallstab und in dem Metallstab werden Elektronen auf- und niederbeschleunigt und beschleunigte Ladungen senden immer Energie aus in Form von einer elektromagnetischen Welle. Und zwar torusförmig außenrum, wie so ein Donut, aber nicht in Schwingungsrichtung der Elektronen. Und jetzt wollen wir uns mal angucken, wie sichtbares Licht in einer Glühbirne entsteht. Ja, fangen wir an, reisen wir in eine Glühbirne hinein. Ihr wisst, die Glühbirne besteht aus einem Glühdraht. Der Draht besteht aus einzelnen Atomen. Atome haben einen Atomkern und eine Elektronenhülle. Und jetzt haben wir hier unsere kleinen Antennen. Die Elektronen schwingen auf und nieder und senden die elektromagnetische Strahlung, also hier Licht, in sämtliche Richtungen aus. Das eine Atom in die eine, das andere in die andere, vollkommen unkoordiniert, kreuz und quer und kunterbunt, sämtliche Farben, sämtliche Richtungen. Wenn ich mir das anschaue von außen, ja, wie sieht das wohl aus? Welche Farbe? Na, ihr könnt es wissen, könnt es jetzt auch sehen, es ist weiß. Diese vielen verschiedenen Farben überlagern sich zu dem weißen Licht der Glühbirne. Jetzt habe ich aber noch mal eine andere Darstellung für euch. Ich habe noch mal die Glühbirne, aber jetzt sehen wir, dass die Glühbirne lauter kleine Wellenstückchen emittiert.
Hier aufgezeichnet der elektrische Anteil der elektromagnetischen Welle. Ihr seht, manche von den Stückchen sind polarisiert, das schwingt in einer Ebene. Ich müsste das jetzt eigentlich auch um die ganze Glühbirne rummalen, aber dann sieht es ein bisschen chaotisch aus. Dieses Licht hier nennt man inkohärent, also kreuz und quer und kunterbunt. Inkohärent ist das Fachwort. Ja, wenn es inkohärentes Licht gibt, muss es logischerweise auch kohärentes Licht geben. Und das ist das Laserlicht. Wir schauen uns jetzt hier die Atome in einem Lasermedium an. Die wurden bereits gepumpt, also sie wurden zum Beispiel beblitzt, haben also Energie gespeichert und sind jetzt in der Lage, Licht, das von links einfällt in das Lasermedium, auf seinem Weg durch das Lasermedium hindurch zu verstärken. Dieser Verstärkungsprozess hat einen Namen, der heißt stimulierte Emission. Und das gibt jetzt dem Laser auch seinen Namen. Das ist die Abkürzung von Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Lichtverstärkung durch stimulierte Emission von Strahlung. Das ist der Laser. Ja, für die, die es genau wissen wollen, machen wir noch mal einen kurzen Blick in so ein Atom hinein. Das Atom hat einzelne Energieniveaus. Von links kommt jetzt die Pumpstrahlung an. Das führt dazu, dass diese Pumpstrahlung absorbiert wird. Das Elektron wird auf ein höheres Niveau angeregt, fällt da aber schon wieder mal ein Stückchen runter, wobei auch wieder etwas Energie emittiert wird, also elektromagnetische Strahlung. Und dieses Niveau jetzt, da bleibt das Elektron aber eine gewisse Weile sitzen, und zwar so lange, bis es von einem Photon, das von links ankommt, erreicht werden kann. Und der Witz ist, die Energie von diesem Photon entspricht genau der Energiedifferenz von dem Energieniveau, wo das Elektron jetzt drauf sitzt, zu dem Energieniveau, wo es dann runterfällt. Also letztendlich kommt das Photon an, schubst sozusagen das Atom, wenn ich es jetzt mal sehr flapsig ausdrücke, und 2 Photonen fliegen weiter. Also aus 1 macht 2. Und diese beiden Photonen treffen wiederum auf Atome und die wieder und so weiter und so weiter. Das ist jetzt dieser Verstärkungsprozess, das ist der Laser. Und jetzt schauen wir uns noch mal an, wie ich den Laser jetzt baue. Ich habe mein Lasermedium, ich pumpe es, dann leuchtet es in alle Richtungen. Und ihr wisst bestimmt noch, was mir fehlt, um einen Laser zu bauen. Ja, ihr habt es bestimmt richtig erraten, die beiden Spiegel fehlen mir. Die Spiegel dienen dazu, das Licht wieder zurück zu reflektieren durch das Lasermedium hindurch, sodass es sehr oft durchlaufen werden kann und das Licht sehr oft verstärkt werden kann. Jetzt habe ich also zwischen meinen Spiegeln wunderbarstes Laserlicht. Tja, jetzt muss ich es nur noch rausbekommen. Das funktioniert so, dass einer der beiden Endspiegel teilreflektierend ist, hier der rechte. Das heißt, ein Großteil von dem Licht wird zurückreflektiert ins Lasermedium, wird weiter verstärkt und ein Bruchteil geht raus und das ist dann das Laserlicht, das ich sehen kann. Also mein kohärentes Laserlicht, das hier den Resonator verlassen kann. Wir sind jetzt hier im Labor und schauen uns an, wie der Laser in echt funktioniert. Wir haben hier dieses Kabel, das ist die Pumpe. Das liefert Elektronen und über Stöße werden hier die Atome in dem Helium-Neon-Gas angeregt und sind dann in der Lage, die Photonen, die hier durch das Lasermedium hindurchlaufen, zu verstärken. Wenn jetzt also ein Photon hier auf seinem Weg durch das Lasermedium ist, wird es verstärkt, wird hier von dem Spiegel zurückreflektiert, wird weiter verstärkt, von diesem Spiegel zurückreflektiert, weiter verstärkt und es wird immer mehr, das ist ein Lawineneffekt. Und letztendlich möchte ich ja den Laser auch irgendwie verwenden, deshalb ist einer der beiden Spiegel teilreflektierend, das heißt, ein Teil von dem Licht tritt hier aus und das ist der Laser, den ich dann sehe. Wenn ich jetzt hier die Hand reinhalte zwischen meine beiden Spiegel, dann sehe ich, der Lawineneffekt ist unterbrochen, das Licht kann nicht mehr verstärkt werden und der Laser geht aus, ist hier nicht mehr zu sehen. Eine coole Sache habe ich euch noch nicht gezeigt. Dazu muss ich aber mal kurz das Licht ausmachen. Jetzt sehen wir hier zwischen den beiden Spiegeln im Resonator wunderbar das Laserlicht.
Und zwar deshalb, weil es hier an den einzelnen Luftpartikeln gestreut wird und dann in meinem Auge landet. Und deshalb kann ich das sehen. Und auch deshalb, weil die Leistung hoch genug ist, weil dieser Spiegel reflektiert 99% von dem Licht hier zurück in den Resonator, wo das Licht weiter verstärkt wird und hin und her läuft. Und nur 1% kommt hier hinten raus. Und das ist das Licht, das ich dann sehe. Die Leistung hier draußen ist so gering, dass ich jetzt nicht einmal eine Laserschutzbrille tragen muss. Jetzt wollen wir uns mal die Eigenschaften von Laserlicht ansehen. Der Laser, das seht ihr hier, imitiert eine perfekte Welle. Die hat eine ganz hohe Einfarbigkeit und ist ganz stark kollimiert nach vorne. Das ist so stark kollimiert, also so stark gebündelt, dass wenn ich jetzt auf der Erde stehe und einen guten Laserpointer nehme oder einen sehr guten, sagen wir mal, und ich leuchte auf den Mond und rechne mir aus, wie groß der Lichtfleck denn auf dem Mond ist, dann bekomme ich raus, dass der einen Durchmesser hat von 190 Metern. Das heißt, wenn jetzt auf dem Mond die Allianz Arena wäre, könnte ich die von der Erde aus mit einem 1000 Watt grünen Laser beleuchten. So groß wäre der Spot. Ja, wenn ich die gleiche Beleuchtungsstärke aber mit einer Glühbirne hinkriegen wollte, die ich auch von der Erde aus betreibe, dann müsste ich die mit einer Leistung von 10 hoch 17 Watt versorgen. Das ist eine 1 mit 17 Nullern hinten dran. Ja, ist auch logisch, weil die Glühbirne würde dann das komplette Weltall beleuchten und der Laserstrahl ist so stark gerichtet. Übrigens, 10 hoch 17 Watt, das ist mehr als sämtliche Kraftwerke der Erde liefern. Wir haben gesehen, Laserlicht ist ganz besonders. Eine andere Besonderheit ist, dass man Laserpulse sehr kurz machen kann. Und zwar sogar Attosekunden kurz. Hier im Institut, einer unserer Direktoren, ist ja Professor Kraus, der hat diese Technik der Attosekundenphysik begründet. Und deshalb stand er auch lange Zeit im Guinness-Buch der Rekorde für die kürzesten Lichtblitze der Welt. Die waren lange Zeit 80 Attosekunden, jetzt ist es aber ein bisschen kürzer. Ja, aber wie kurz ist eigentlich eine Attosekunde? Ich habe jetzt hier diese Tabelle. Wir fangen oben bei einer Sekunde an und jeweils eine Zeile weiter unten ist die Zeit ein Faktor 1000 kürzer. Wir steigen ein bei Nanosekunden, weil viele Leute wissen noch, was eine Nanosekunde ist. Das sind 10 hoch minus 9 Sekunden. Ein Faktor 1000 kürzer, das sind Pikosekunden. 10 hoch minus 12, das ist dann ein Millionstel einer Millionstelsekunde. Danach kommt Femto, das ist 10 hoch minus 15 und danach kommt erst Atto. Eine Attosekunde sind also 10 hoch minus 18 Sekunden. Das ist ein Milliardstel einer Milliardstelsekunde. Das ist schier unvorstellbar kurz. Ich habe jetzt hier eine Animation für euch, die diese kurzen Zeiten über Abstände erklären möchte. Und zwar mit Hilfe der Lichtgeschwindigkeit. Wir fangen jetzt an mit dem Abstand Erde-Mond. Das sind 300.000 Kilometer. Und für diese 300.000 Kilometer benötigt Licht eine Sekunde. Von Rennes nach Paris, das sind 300 Kilometer, für diese Strecke braucht Licht eine Millisekunde. Und hier kommt schon Paris ins Blick, der Eiffelturm. Vom Eiffelturm zum nächsten Bistro, das sind 300 Meter, für diese Strecke braucht Licht eine Mikrosekunde. Und im Bistro, ja, was haben wir da? Eine Flasche Wein, ein 30 cm langes Baguette und einen Käse. Und um diese 30 cm zu durchlaufen, braucht Licht eine Nanosekunde. Ja, und jetzt kommen wir zum Käse. Um die Wand der Käseschachtel zu durchdringen, benötigt Licht eine Pikosekunde. Und dann dringt das Licht in den Käse ein. In dem Käse gibt es einen Lactobacillus und um die Länge von so einem Lactobacillus zu durchlaufen, braucht Licht eine Femtosekunde. Und damit ist noch nicht Ende. Wir haben im Käse auch Wasser und um so ein Wassermolekül zu durchlaufen, benötigt Licht eine Attosekunde. Wir haben jetzt also den Abstand Erde-Mond in einer Sekunde durchmessen und jetzt den Durchmesser von einem Wassermolekül in einer Attosekunde.
Das zeigt euch hoffentlich, wie wahnsinnig kurz diese Lichtblitze sind. Wozu benötigen wir nun die Attosekunden-Lichtblitze? Die Antwort ist, wir benötigen sie, um schnelle Bewegungen detektieren zu können. Wir schauen uns jetzt erst einmal den Flug einer Patronenkugel an. Wenn eine Patronenkugel fliegt und ich die Bewegung aufzeichnen möchte, dann brauche ich eine Highspeed-Kamera. Die hat eine Belichtungszeit im Bereich von Mikrosekunden und macht ein Foto nach dem anderen. Und wenn ich diese ganzen Fotos nacheinander abspiele, dann kann ich den Aufprall von meiner Patronenkugel auf der Wand in Zeitlupe sehen. Ich sehe also richtig schön, wie die Kugel zerspritzt. In der Attosekundenphysik, da detektieren wir nicht so lahme Bewegungen wie fliegende Patronenkugel. Nein, wir detektieren die schnellsten Bewegungen im Universum außerhalb vom Atomkern, nämlich die Bewegungen der Elektronen. Die Elektronen sind verschmiert zu Orbitalen. Letztendlich detektieren wir zeitaufgelöst die Bewegungen der Orbitale oder auch, wenn wir ein Elektron entfernt haben, wie sich die Löcher bewegen. Das ist dann eine Art vierdimensionale Mikroskopie mit atomarer Auflösung. Hier im Max-Planck-Institut für Quantenoptik haben wir natürlich nicht nur die Abteilung für Attosekundenphysik. Wir haben 5 Abteilungen hier. Die Abteilung Quantenvielteilchensysteme, Quantendynamik, Laserspektroskopie und Theorie. Und was hier geforscht wird und erarbeitet wird, das möchte ich jetzt auch ein bisschen vorstellen. Die Grundlage ist natürlich wieder die Quantenphysik und da möchte ich 2 Phänomene erstmal herausgreifen. Das erste Phänomen ist die sogenannte Verschränkung. Wenn wir aber jetzt nochmal in unserer normalen klassischen Welt bleiben und zum Beispiel würfeln, dann sehen wir, wenn wir würfeln, haben wir vielleicht mal verschiedene Farben. Dann würfeln wir erneut, haben vielleicht mal die gleichen Farben oben und so geht es kunterbunt durcheinander. Wenn wir jetzt aber in die Quantenwelt wechseln und jetzt also Quantenwürfel haben, dann ist es so, wenn diese Würfel miteinander verschränkt sind, dann haben sie eine ganz, ganz enge Verbindung, viel enger als in der klassischen Welt. Und wenn ich jetzt würfel, dann liegen die gleichen Farben oben bei beiden Würfeln. Wenn ich erneut würfel, ist es wieder der Fall. Zwar zufällig, irgendeine Farbe ist oben, aber bei beiden Würfeln immer die gleiche Farbe. Und das kann ich so oft machen, wie ich will. Sie zeigen immer die gleiche Farbe oben. Und das Verrückte ist, wenn ich diese beiden Würfel auch noch auseinander bewege, den einen Würfel ans eine Ende vom Universum, den anderen Würfel ans andere Ende vom Universum und würfel jetzt, wir sehen, es sind wieder die gleichen Farben oben. Zufällig eine Farbe, aber im selben Moment sozusagen die gleiche Farbe. Das nannte Einstein spukhafte Fernwirkung. Er hat nicht daran geglaubt. Kommen wir zu dem zweiten Grundprinzip, nämlich zur sogenannten Superposition. Das ist auch wieder etwas sehr Schräges. Das hat Erwin Schrödinger, einer der Väter der Quantenphysik, versucht, dem normalen Menschen ein bisschen anschaulicher zu machen. Also das Ganze vom Mikrokosmos auf den Makrokosmos ein bisschen zu übertragen. Das ist die berühmte Schrödingers Katze. Das ist ein Gedankenexperiment, also es werden keine lebenden Katzen gefährdet dabei. Das Gedankenexperiment geht so, dass ich eine Katze in eine Box sperre. Die ist zu, komplett. Ich kann nicht reinsehen. In der Box ist eine Apparatur, die in dem Moment, wenn ein Teilchen radioaktiv, also zufällig irgendwann zerfällt und ein Teilchen ausgesendet wird, dann wird eine Giftampulle zerstört, das Gift tritt aus und die Katze wird getötet. Das heißt, in dem Moment, wo ich nur von draußen auf diese Box gucke, kann ich nicht sagen, ob meine Katze, die in der Box ist, ob die jetzt gerade in diesem Moment lebendig ist oder tot. Man könnte, wenn man das eben im Quantenkosmos anguckt, sagen, beide Zustände, lebendig und tot, existieren zur gleichen Zeit. Erst wenn ich die Schachtel aufmache und reingucke, dann sehe ich, okay, meine Katze lebt oder die Katze ist tot. Das nennt man Superposition, Überlagerung von 2 Zuständen
Und das finden wir tatsächlich auch im Quantenkosmos. Die eben vorgestellten Prinzipien gibt es seit über 100 Jahren. Das war die erste Quantenrevolution. Doch jetzt befinden wir uns in der zweiten Quantenrevolution. Jetzt geht es auch in Richtung technische Anwendungen. Zum Beispiel Teleportation, Quantenkryptographie oder ganz aktuell zurzeit Quantencomputer. Deshalb möchte ich euch kurz mal ein Qubit vorstellen, das ja Bestandteil von einem Quantencomputer ist. Schauen wir uns aber zunächst mal klassische Computer an, die ganz normalen. Da wird die Speichereinheit als Bit bezeichnet. Das ist einfach der Zustand 0 oder 1. Das kann sein Licht an, Licht aus, Strom an, Strom aus. Also ein digitaler, also unterscheidbarer Zustand. Als Qubit bezeichnet man die Superposition zwischen zwei Quantenzuständen. Zum Beispiel hier der Zustand 0 und der Zustand 1. Der eine blau, der andere rot gekennzeichnet. Das ist also eine Überlagerung hier gezeichnet auf der sogenannten Blochkugel, gekennzeichnet mit so einem violetten Kreis. Das ist jetzt eben ein manipulierbarer Zustand, eine manipulierbare Superposition von diesen beiden Nullern und Einsern. Wenn ich jetzt herausfinden möchte, welcher Zustand das jetzt eigentlich war, muss ich eine Messung durchführen. Und ich muss aber vorher festlegen, in welcher Richtung ich messe, zum Beispiel hier in Richtung der Z-Achse. Und dann sehe ich, dass ich, wenn ich die Z-Achse betrachte, der jetzt hier eingezeichnete Zustand zu 80% aus dem Zustand 0 besteht und zu 20% aus dem Zustand 1. Wenn ich jetzt also 100 Qubits hätte, die ich identisch manipuliert habe und führe diese Messung 100 Mal durch, erhalte ich 80 Mal den Zustand blau und 20 Mal den Zustand rot. Zum Schluss möchte ich euch gerne noch einmal mitnehmen in eines unserer wissenschaftlichen Laboratorien. Hier seht ihr zum Beispiel ein Video, wie die Wissenschaftler mit einer optischen Pinzette ein einzelnes Atom manipulieren können. Links unten sehen wir ein Bild, wo ein einzelnes Atom zwischen zwei Spiegeln angebracht ist. Wenn dieses Atom ein Lichtteilchen, also ein Photon aussendet, wird dieses eingefangen in dem Resonator. Ich kann es dann aber auch auskoppeln und über eine Glasfaser in ein anderes Labor schicken. Dabei überträgt es die Informationen über sein Quantensystem. Jetzt schauen wir noch mal rein in das Labor der 1000 Spiegel. Hier werden Quantensimulatoren entwickelt. Das ist etwas, da manipuliere ich mit Laserstrahlen einzelne Atome. Ich kann sozusagen ein optisches Gitter bauen und dort einzelne Atome positionieren und die Wechselwirkung untereinander studieren. Ich kann also Festkörper nachbilden und zum Beispiel Supraleitung versuchen zu verstehen oder neue Materialien designen. Das Ganze funktioniert natürlich nur bei ultrakalten Temperaturen, also wirklich ganz knapp über dem absoluten Nullpunkt. Hier bei uns im Institut ist es kälter als im Universum. Wir sehen auch, dass es tatsächlich klappt mit dem Manipulieren von einzelnen Atomen. Hier haben die Wissenschaftler zum Spaß mal ein Psi dargestellt, aufgebaut aus einzelnen Atomen, oder hier einen Pac-Man, und zu Weihnachten gibt es dann auch einen Weihnachtsbaum. Also wir haben eben gesehen, dass die Wissenschaftler die Wechselwirkung von einzelnen Atomen untersuchen, und das geht nur, indem sie die Atome festhalten, und zwar mit Laserstrahlen. Die bauen ein künstliches optisches Gitter. Sowas kann ich hier natürlich nicht machen im Schülerlabor, aber ich kann euch eine optische Pinzette zeigen. Das ist ein ganz gängiges Instrument bei den Biologen, aber es ist tatsächlich ziemlich spannend. Ich habe hier einen Turm, das ist ein ganz normales Mikroskop. Und seitlich spiegele ich hier einen Laser ein, der fokussiert wird in der gleichen Objektebene wie von dem Mikroskop auch. Das heißt, ich habe hier kleine Styroporkügelchen, die ich mir angucke, die haben einen Durchmesser von 1 Mikrometer. Und die Styroporkügelchen, die hier im Fokus sind, die werden scharf abgebildet auf meinem Bildschirm. Die groß sind, die sind nicht im Fokus, aber haben ursprünglich natürlich die gleiche Größe.
Ich drehe hier an meiner Schraube und fahre einfach den Objektträger höher in den Fokus hinein und sehe dann, wenn jetzt hier das aufleuchtet, das Teilchen, dann sehe ich, es wurde im Fokus von dem Laserstrahl gefangen. Es bleibt stehen, weil eben die brownsche Bewegung nicht mehr das Teilchen zappeln lassen kann. Und was denkt ihr? Laser sind super, Quantenphysik ist cool, zumindest mir geht es so. Wenn es euch auch so geht, dann schaut doch mal auf unsere Homepage, schaut auf Instagram, schaut auf Facebook, ladet euch das Photon Lab Quiz runter, die App. Oder noch besser, wenn ihr Schüler seid, dann macht doch mit bei der Deutschen Physikmeisterschaft. Meldet euch bei mir, ich freue mich auf euch.